Hallo, mein Name ist Sebastian Hermes, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Firma Hermes Fassadenreinigung. In diesem Video möchte ich Ihnen die folgende Frage beantworten. Was benötigen Sie für eine Grundausstattung, um sich ebenfalls ein profitables Geschäft in puncto Fassadenreinigung aufzubauen? Ja, und da möchte ich ganz gerne einmal anfangen. Ich kenne Ihre Situation nicht und ich kenne auch nicht Ihren Geldbeutel und deswegen haben wir für Sie grundsätzlich 3 verschiedene Pakete geschnürt. Sie haben also 3 unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit der Fassadenreinigung ein profitables Geschäft aufzubauen. Und so fangen wir erstmal an mit unserem Premium-Paket. Das ist unsere Kombibox, die All-in-One-Lösung, wo Sie vollkommen autark mitarbeiten können. Dann haben wir das Basispaket, unsere Hermes Mixbox. Die beinhaltet wirklich nur 2 Reinigungsmittelbehälter und eine Chemiepumpe, so dass Sie da die ersten Gehversuche machen können. Und als dritte Option haben wir unser Bestseller-Modell. Das ist die Hermes Mixbox mit unserer Hermes Dirtbox. Also einmal die Behälter zum Auftragen der Reinigungsmittel und der Schutzmittel und einmal die Aufbereitungsvariante. Wir gehen jetzt gleich einzeln nochmal in die Pakete rein, damit ich Ihnen da die Unterschiede erklären kann. Natürlich haben wir hier auch einen preislichen Unterschied. Und da fangen wir mal an mit dem Premium-Modell, die Kombibox XL. Die Kombibox ist ein Komplettpaket, eine All-in-One-Lösung für die Fassadenreinigung mit integriertem Wasserkreislauf, für die optimale Schmutzwasseraufbereitung, Schmutzwasserpumpen, Chemiepumpen, alles mit an Bord. Wir haben einen großen Puffertank, damit wir das Wasser, was wir von der Fassade abziehen, einmal zwischenpuffern können, um letztendlich das Wasser auch ordnungsgemäß wieder aufzubereiten und dem Hochdruckreiniger wieder zuzuführen. Und dieser Puffertank ist hier entscheidend wichtig, damit ich wirklich nahtlos an der Fassade arbeiten kann, ohne irgendwelche Pausen. Der Hochdruckreiniger ist hier ebenfalls installiert und wir haben bei diesem Modell ein Leergewicht von 600 Kilogramm. Ja, die Abmessungen sind 1900 mm und die Länge, die Breite 1170 mm und die Höhe 1660 mm. Hier ist natürlich darauf zu achten, dass dieses Modell nicht in jedem Fahrzeug verbaut werden kann. Ein Mercedes Vito zum Beispiel ist dafür zu klein. Da müsste man wirklich auf den Sprinter gehen mit einer ordentlichen Dachhöhe. Und wenn Sie hierzu Informationen brauchen, stehen wir natürlich jederzeit gerne Rede und Antwort. Natürlich haben wir hier auch eine Abgrenzung. Mit dem Premium-Modell kann ich mit Abstand die meisten Quadratmeter machen. Pro Person liegen wir hier bei 250 bis 300 Quadratmeter pro Tag. Mit 2 Personen, da schaffe ich auch die 300 bis 500 Quadratmeter pro Tag. Das liegt natürlich immer daran, was habe ich gerade für ein Objekt. Ist das Objekt sehr verwinkelt, muss ich oft die Schmutzwassermatten umlegen, habe ich einen Dachüberstand, brauche ich eine Hubarbeitsbühne, kann ich mit Lanzensystemen arbeiten und diese ganzen Fragen, die sind natürlich immer dann relevant, wenn wir über die Quadratmeterzahlen sprechen. Gehen wir einmal zu unserem Basispaket. Das ist die Hermes Mixbox. Hier haben wir eine Art Gitterbox, wo die Reinigungsmittelbehälter sowie der Behälter für den nachhaltigen Schutz drin installiert sind, mit einer Chemiepumpe, damit wir hier die Reinigungsmittel und das Schutzmittel dementsprechend fördern können. Wir haben hier zum Beispiel folgende Eckdaten von der Chemiepumpe, die natürlich auch bei der Kombibox mit installiert ist. Unsere Pumpen bringen also bis 30 Bar. Das ist relevant und absolut entscheidend, weil wir mit 8 mm Schläuchen arbeiten. Also der Chemieschlauch ist bei uns dann Innendurchmesser von 8 mm und das ist wirklich relevant. Wir gehen bewusst nicht auf 10 oder auf 12 mm, weil wir dann zu viel Material in der Schlauchlänge drin stehen haben. Und man muss sich immer vorstellen, wenn ich jetzt wechsle von HF1 auf HFS, habe ich immer noch die 50 Meter oder 100 Meter Schlauchlänge, wo das Material jetzt drin steht, das normal dann wieder zurückgefördert werden muss in den Chemiebehälter. So, und man muss sich vorstellen, bei einem 8 mm Schlauch, 8 mm Innendurchmesser, habe ich natürlich auf einer 50 Meter Länge einen gewissen Druckverlust, der natürlich nicht ganz unerheblich ist. Und deswegen haben wir hier eine Chemiepumpe, die auch 30 Bar drücken kann, damit ich auch hier mit 100 Meter Schlauchlängen arbeiten kann. Und ich kann auch in die Höhe gehen bis 20, 30, 40, 50 Meter. Das ist also alles kein Problem. Pro 10 Meter Höhenunterschied habe ich einen Bar Druckverlust. Und mit dieser Pumpe kann ich das optimal kompensieren, sodass ich hier wirklich jede Baustelle oder wirklich auf jeder Baustelle damit arbeiten kann. Ja, gehen wir mal hier ganz grob in die Parameter ein. Wir haben ein Leergewicht von 160 Kilogramm. Die Abmessung ist ähnlich wie eine Europalette. 1304 mm mal 941 mm und die Höhe ist 1366 mm. Das ist das Basispaket.
Wenn ich von Paketen spreche, da ist natürlich auch das sämtliche Zubehör immer mit dabei. Wenn wir einen Neukunden haben, ist es natürlich für uns sehr, sehr wichtig, dass dieser auch mit Auffangwannen arbeitet, dass das Schmutzwasser hier auch wirklich aufgefangen wird. So, und die Auffangwannen, die sind natürlich bei uns relevant. Allerdings fehlt bei diesem Paket die Schmutzwasseraufbereitungskomponente. Das liegt natürlich immer daran, was habe ich für ein Budget, wo ich mit arbeiten kann, was kann ich investieren. Wenn ich jetzt das Basispaket auf das Basispaket gehe und sage, okay, ich möchte erstmal mit dem Basispaket anfangen. Da sind natürlich sämtliche Lanzen, wie wir sie hier sehen, mit enthalten, sämtliche Schläuche, die ich brauche für den ersten Start, natürlich auch die Schmutzwasserauffangsysteme, die Matte, sowie die Abwasserpumpe. So, und damit kann ich also mal die ersten Gehversuche machen, ich kann die ersten Fassaden reinigen, ich kann das Schmutzwasser auffangen. Was ist aber damit im Schmutzwasser? Das ist hier die große Frage. Das Schmutzwasser müsste dann in einen IBC, also in einen 1000 Liter Behälter oder einen 640 Liter Behälter reingefördert werden, was dementsprechend entsorgt werden muss. Das kann man einmal über einen Fachentsorger machen oder man holt sich hier eine Einleitgenehmigung in der eigenen Betriebsstätte zu Hause, sodass man dann das Schmutzwasser mit nach Hause nehmen kann und dort entsorgen kann. Das ist natürlich sehr aufwendig, weil je nachdem, was ich da für eine Baustelle habe, fällt auch mal mehr wie 640 Liter Schmutzwasser an oder mehr wie 1000 Liter Schmutzwasser an. Das kommt hier immer drauf an, was mache ich gerade für eine Baustelle. Ich fange an Schmutzwasser bei einer Putzfassade, die offenporig ist, die stark saugend ist, fange ich ca. 30% von dem Schmutzwasser, was ich oben drauf sprühe, fange ich unten auf. Habe ich beispielsweise eine Fassade, die gestrichen ist, fange ich 50 bis 60% von dem Wasser auf, weil die Fassade hier nicht mehr saugend ist. So, habe ich eine Metallfassade in der Industrie, fange ich ungefähr 90% vom Wasser auf. Das sind so die Unterschiede in den Fassadenarten. Gehen wir mal eins weiter. Hier haben wir jetzt unser Bestseller-Paket, hier haben wir unser Paket, was wir am meisten verkaufen. Und das ist wirklich eine super Einstiegslösung. Ich habe hier einmal die Hermes Mixbox und die Hermes Dirtbox. So, die beiden Geräte, die sind natürlich kompatibel miteinander. Wenn ich jetzt irgendwann sagen will, okay, ich möchte hier umsteigen auf die Combibox XL, so können wir das problemlos machen, da das ein komplettes Baukastensystem ist. Wir können beispielsweise von der Dirtbox oder von der Mixbox die einzelnen Komponenten abmontieren, wie zum Beispiel die Wasseraufbereitungskomponente, die Filter, das Rührwerk, die Abwasserpumpen oder hier auf der Seite der Mixbox die Chemiepumpe, die Stellventile und so weiter und können dann sagen, okay, jetzt gehen wir auf das Premium-Paket, jetzt gehen wir auf die Combibox XL und dafür haben wir die Komponenten ja schon einmal gekauft und wir brauchen die jetzt nur noch umzumontieren und Sie haben das Premium-Modell. Das ist der Vorteil bei diesem Baukastensystem. So, das Bestseller-Paket, hier können Sie natürlich das Schmutzwasser mit auffangen und wieder recyceln, dem Hochdruckreiniger zuführen. Das ist ein Modell, wo Sie fast ähnliche Leistung erzielen mit können wie mit der Combibox XL. Da gehen wir jetzt gleich auch noch mal kurz drauf ein. Wir gehen einmal in die Parameter, in die Mixbox mit zwei einzelnen Tanks für HF1 und HFS. Das haben wir ja jetzt eben schon einmal erläutert. Die Dirtbox für die mobile Schmutzwasseraufbereitung. Ja, hier sind natürlich die Schmutzwasserpumpen, die Chemiepumpen zum Umwälzen des Abwassers sind hier alle mit drauf. Das Gewicht liegt hier bei 160 Kilogramm leer plus einmal die Mixbox und plus 250 Kilogramm leer für die Dirtbox. Ja, die Abmessungen habe ich jetzt eben auch schon einmal kurz vorgelesen. Wir haben hier einmal 1304 mm mal 941 mm und die Höhe ist 1366 mm. Bei der Mixbox, bei der Dirtbox 1200 mm mal 800 mm und die Höhe ist 1730 mm. So, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Unterschied zur Combibox XL. Und hier haben wir andere Flächenleistung. Ich kann hier mit einer Person pro Tag 200 bis 250 Quadratmeter machen. Gehen wir mal nochmal zurück. Hier im Vergleich bei der Combibox waren es 250 bis 300 Quadratmeter. So, wo ist jetzt hier der Unterschied? Bei Zwei-Mann-Betrieb kann ich 300 bis 400 Quadratmeter machen und bei der Combibox XL waren es 300 bis 500 Quadratmeter. So, das ist der wesentliche Unterschied und der liegt daran, dass ich hierbei bei dem Modell, weil es einfach ein bisschen kompakter gebaut ist, wir haben keinen Puffertank, wo ich das Schmutzwasser, was ich letztendlich absauge, zwischenpuffern kann. Das heißt, das Schmutzwasser
wird direkt in den Aufbereitungstank, der hat ein Fassungsvermögen von 100 Liter, reingefördert und hier habe ich einen Mechanismus drin, der vollautomatisch das Schmutzwasser aufbereitet und dem Hochdruckreiniger anschließend wieder zuführt. In der Zeit, in der Aufbereitungszeit, die in der Regel 5 bis 8 Minuten dauert, kann ich hier nicht weiter arbeiten an der Fassade und das ist der Unterschied. Jetzt haben wir natürlich unsere Auffangmatten, die ein gewisses Volumen an Fassadenwaschwasser speichern können, aufnehmen können. Und wenn wir an einer Fassade arbeiten, die unten horizontal in einer Ebene verläuft, also ich habe den Asphalt in der Waage, da ist alles waagerecht und ich kann hier meine Auffangmatten installieren, so habe ich natürlich, ich sage ganz einfach mal auf einer 10 Meter Länge, wo die Matte aufgebaut wird, ein Volumen von 100 bis 150 Litern, wo ich in der Matte schon zwischenpuffern kann. So, das ist die eine Möglichkeit, dann wäre alles gut, da kann ich auch nahtlos arbeiten. In dem Augenblick, wo hier aufbereitet wird, kann ich in der Schmutzwassermatte, kann das Wasser sich wirklich ansammeln und ich habe dann hinterher die Möglichkeit, so nahtlos weiterzuarbeiten. Was ist aber, wenn ich beispielsweise eine Giebelfassade habe, die an einem Hang steht? So muss die Schmutzwassermatte natürlich auch dem Verlauf des Hanges aufgebaut werden und am tiefsten Punkt sammelt sich jetzt das Schmutzwasser. Und da ist das Problem. Wenn ich jetzt hier die Aufbereitungszeit von 5 bis 8 Minuten betrachte, die Dirtbox benötigt, um das Wasser aufzubereiten, da habe ich keine Möglichkeit mehr, das Wasser zu puffern. Und das kann zu Wartezeiten kommen. Hier kann ich also nicht die Quadratmeterleistungen mitmachen wie mit der Combibox XL. Und das ist der einzigste Unterschied zu den beiden Geräten. Natürlich haben wir hier auch einen Qualitätsunterschied. Die Gitterboxen hier, wo die ganze Technik rein installiert ist, rein montiert ist, die sind natürlich nicht so hochwertig verarbeitet wie die Combibox XL. Hier haben wir natürlich höchste Legierung an Edelstählen V4A, wobei hier habe ich normalen Stahl, der lackiert ist. Auch da haben wir natürlich vom Preis her gesehen, was nehmen wir da am besten für Materialien, um dem Einsteiger, um den Neueinsteiger, der halt das Budget nicht so hoch zur Verfügung hat, was können wir ihm hier für eine Alternative bieten. Genau, das waren die Pakete in der Übersicht. Ja, und wenn auch Sie starten wollen, dann haben wir natürlich noch unser Starter-Set, das Hermes Starter-Set, sofort Probeflächen anlegen und Aufträge generieren. Und dazu gehen wir jetzt auch noch mal kurz drauf ein. So, dann möchte ich Ihnen natürlich auch noch unser Hermes Starter-Set vorstellen und wir fangen mal hier vorne an mit unserem HF1 Plus, das Reinigungsmittel für die Putzfassade, wo wir 90% aller Verschmutzungen von der Putzfassade runter bekommen. Dann haben wir den HFS, den Hermes Fassadenschutz, der mir nachträglich die Fassaden vor erneutem Algenbefall und Pilzbefall schützt. Und hier ist es wichtig, auch beim Anlegen von Probeflächen bereits, dass wir den mit drauf machen, gerade bei Wohnungsverwaltung, wo die Entscheidungswege doch etwas länger sind, dass ich hier die Fassade nachträglich einmal schütze, weil da kann es durchaus mal sein, dass die Entscheidung erst ein Jahr später kommt und da wäre es natürlich blöd, wenn die Entscheider vor Ort an der zuvor angelegten Probefläche einen erneuten Algenbefall feststellen können und deshalb ist es wichtig, hier einmal den Fassadenschutz direkt hinten drauf bei der Probefläche noch mit drauf zu machen. Dann haben wir unseren Alkalistar, unsere Allzweckwaffe für Fettkohle-Rußverschmutzung an Putzfassaden, natürlich aber auch an Metallfassaden. Und der Alkalistar, das ist der neue Renner neben HF1 Plus. Hier haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfolge. Hier haben wir Verschmutzungen, die wir normal mit HF1 nicht rauskriegen, gerade auch unter Fensterbänken, wo ich eine schwarze, so eine Traube habe, die sich da im Laufe der Jahre gesammelt hat, wo wirklich sich Fettkohle-Rußverschmutzungen von viel befahrenen Straßen, von Autoabgasen, von Rußpartikel, von Bremspartikel hier gesammelt haben und da ist der Alkalistar die neue Geheimwaffe von uns. So, dazu haben wir natürlich jeweils einen Drucksprüher, wo wir die Probeflächen mit anlegen können. Wichtig ist hier, dass man die unterschiedlichen Reinigungsmittel nicht vermischt. Wichtig ist hier also ganz einfach, dass man nicht nur einen Drucksprüher hat, weil da kann es wirklich sein, wenn ich da unterschiedliche Mittel mische, auch wenn nur Reste da drin sind, dass das Mittel dementsprechend nicht mehr funktioniert. Ja, dann haben wir einmal unseren Duftstoff für HF1, damit es einfach auf der Baustelle angenehm riecht, wenn wir die Probeflächen anlegen. Zudem haben wir noch eine Literflasche Stein Sauer Extra und ich sag mal, in den ganzen Aufträgen, die wir zuvor gemacht haben, draußen an der Fassade, an der Fassadenreinigung, haben wir den Stein Sauer Extra nicht so häufig benötigt. Den benötige ich immer dann, wenn ich Rostverschmutzungen an der Fassade habe, beispielsweise durch
sehr stark eisenhaltiges Brunnenwasser, der Rasen wird gedüngt und ich habe unten so ein paar Rostspritzer dran an der Fassade. Da kann ich den Stein sauber extra nehmen, aber auch, natürlich auch für Klinkerfassaden. So, dann haben wir natürlich noch einen Auslaufhahn für den Kanister hier, wo wir dementsprechend die Mittel mit in den Drucksprüher einfüllen können. Und was ganz wichtig ist, die Fassadenlupe, die wir wirklich dazu benutzen, hinter bei der erfolgten Probefläche mal ein Bild zu machen. Wir können also hier praktisch unser Smartphone draufhalten und wirklich ein lupenreines Vorher-Nachher-Foto machen, was den Kunden dann letztendlich noch mehr überzeugt. Genau, das ist unser Starter-Set. Und wenn auch Sie Lust haben, direkt zu starten, Sie können uns gerne kontaktieren, wir beraten Sie weiter sehr, sehr gerne. Und ja, steigen Sie einfach ein mit unserem Starter-Set.